Hallo und herzlich willkommen zum Thema Produktionssteuerung in Xentral. In diesem Video zeigen wir, wie die Produktion gestartet wird, wie die Bearbeitung der Produktionsaufträge abläuft und wie man gegebenenfalls mit Chargen und Seriennummern in der Produktion arbeitet. Starten wir gleich in die Software und navigieren zum Modul Produktion. Hier ist ein Auftrag dafür vorbereitet, hier der zweite. Man erkennt an dem Monitor, was bereits mit der Produktion passiert ist. An der zweiten Ampel erkennen wir, dass alle unsere Komponenten für die Produktion im Lager sind. Und die erste Ampel sagt, dass die Produktion angelegt und freigegeben, aber noch nicht gestartet ist. Um die Produktion in Xentral zu starten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen hat man unten die Stapelverarbeitung, indem man mehrere Produktionen anklicken und unten die Produktion starten kann. Oder man geht in die Produktion rein und hat hier Aktionsmenü, wo man die Produktion ebenfalls starten kann. Das mache ich eben und die Ampel springt auf grün. Der nächste Schritt wäre Entnahme der Komponenten aus dem Lager für die Produktion, also sprich Produktion auslagern. Und da gibt es wiederum ein paar Möglichkeiten. Entweder hier übers Aktionsmenü Produktion auslagern oder auch die Stapelverarbeitung kann man Produktion explizit auslagern oder eine Aktion starten und auslagern gleichzeitig machen. Dazu ein Hinweis: Wenn man mit den Chargenprodukten arbeitet, dann sollte man die Aktion starten und auslagern hier nicht nutzen, weil dann wird die Produktion vom Lagerbestand zwar ausgelagert, aber die Chargen sind noch nicht, sage ich mal, ausgelagert. Die Diskrepanz zwischen Chargenbestand und Lagerbestand entstehen somit. Und ich weiß ganz genau, dass ich in der Produktion auch mit Chargen arbeite. Die habe ich bereits ausgelagert. Jetzt wäre der nächste Schritt, die Chargen zuzuweisen. Dafür geht man in den Reiter Chargen hier oben und da gibt es zwei Reiter, sage ich mal, eingesetzten Chargen und produzierten Chargen. Erst müssen wir die Chargen der Komponenten zuweisen. Hier unter Artikel sollte man alle Komponenten erstmal finden und dann die entsprechende Charge auswählen. Die Anzahl hier ist optional, das heißt, das System würde automatisch eine Anzahl von der aus der Stückliste auslagern oder halt zuweisen. Das wäre meine erste Komponente. Dann habe ich Basis und Gelenk noch als Komponenten. Die Chargen, die am Lager sind, die werden hier automatisch angezeigt, sodass man auch auswählen kann, welche genau man nimmt. Genau. Somit wäre quasi die Bearbeitung von Chargen vollständig. Man hat die Produktion ausgelagert, man hat die Komponenten aus dem Lager genommen und man hat dem System auch Info gegeben, hinterlegt, welche genau Chargen für diese bestimmte Produktion eingesetzt worden sind. Dann habe ich, zeige ich ganz kurz, habe ich unter meinen Komponenten, außer dass die Chargenartikel sind, sind die auch Seriennummernartikel mit der Option Originale von meinem Lieferanten einlagern und für meine Produktion nutzen. Sobald man mit den Seriennummern arbeitet,
kommt gleich ins Spiel Produktionszentrum in Xentral. Solange man keine Seriennummern verwaltet und die nicht in der Produktion nutzt, ist es kein Problem. Könnte man gleich hier in dieser Übersicht, in diesem Produktionsmodul weiterarbeiten und dann zum Abschlussdialog springen. Sobald da die Seriennummern drin sind, ist es ein Muss, zum Produktionszentrum zu wechseln. Das machen wir hier übers Aktionsmenü zum Produktionszentrum und man landet in dem extra Modul, sage ich mal. Und das Modul ist eher für die Mitarbeiter an der Fertigungsanlage vorgesehen. Das heißt, sobald die Produktion gestartet wird, bekommen die Mitarbeiter hier in diesem Modul die Übersicht nur von den Produktionen, die bereits gestartet sind und dementsprechend für die weitere Bearbeitung bereit wären. In dem Reiter oder in diesem Fenster für neue Seriennummer vergeben wir die Seriennummer für das fertige Produkt. Das wäre der Schritt 1. Wir bestätigen das und haben hier in dem extra Monitor die erste Ampel, die besagt, dass die Hauptseriennummer, also sprich für das fertige Produkt, vergeben worden ist. Und jetzt kann man die Unterseriennummern zuweisen. Das ist die zweite Ampel, die ist aktuell rot. Das heißt, entweder scannt man das ab oder man kann das hier eintippen. Erstmal die Hauptseriennummer und mit Bestätigung kommt die Abfrage von den Unterseriennummern, die man dann hier auswählen kann. Speichern und die Ampel wechselt auf grün. Somit sind die Unterseriennummern ebenfalls zugewiesen und zugeordnet. Sollte man einen Fehler gemacht haben bei der Zuweisung von Seriennummern, hat man hier auf der rechten Seite diese ausgegrauten Buttons und mit Klick auf zum Beispiel auf die Hauptseriennummer kann ich die immer noch abändern. Das ist dafür da, um die Korrektur innerhalb der Produktion noch vornehmen zu können. Unser Funktionsprotokoll hier in der Produktion ist bei mir aktiviert. Da habe ich auch eine Frage gestellt zur Prüfung, ob LED leuchtet. Deswegen sieht man hier in dem Monitor, dass die Prüfung noch nicht stattgefunden hat. Dann geht man hier oben. Entweder scannt man die Seriennummer, die Hauptseriennummer, oder man geht in den Reiter Funktionsprotokoll und kann da die Prüfung starten. Dann kommt meine Abfrage, ob alles okay ist. Und somit sind die Tests abgeschlossen. Das heißt, an dem Monitor erkennt der Mitarbeiter an der Produktionsanlage quasi die Schritte, die für diese Produktion relevant sind und kann nach und nach abarbeiten. Genau. Wenn das Produkt fertig ist, wenn die Produktion soweit abgeschlossen wird, geht man zum Reiter Abschluss und dazu in dem nächsten Video.